Bananenbrot, das ist doch eigentlich mehr ein Bananenkuchen, oder? Was meint ihr? Schreibt mir eure Meinung gerne mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall ist er super saftig und duftet so richtig lecker nach Bananen. Und damit wären wir auch schon bei der Hauptzutat und das sind natürlich die überreifen Bananen. Die gebe ich als erstes in die Rührschüssel und zerdrücke sie grob mit einer Gabel, sodass ein dicker Brei entsteht. Zu dem Bananenbrei kommen dann noch die zerlassene Butter, brauner Zucker, etwas Zitronensaft, Vanilleextrakt oder Vanillinzucker, 2 Eier und eine Prise Salz. Die Zutaten rühre ich auf höchster Stufe ein paar Minuten schaumig und dann gebe ich das Mehl und die Triebmittel hinzu. Ich nehme hier sowohl Backpulver als auch Natron, wer möchte kann aber auch nur eins von beiden verwenden. Als nächstes gebe ich noch Zimt und Muskatnuss hinzu und dann fehlen nur noch die Walnusskerne. Wer übrigens keine Walnüsse mag, kann stattdessen auch Schokoladenstücke oder Rosinen verwenden. Damit das Bananenbrot gut aufgeht, sollte es nach der Zugabe des Mehls nur noch kurz durchgerührt und dann zügig gebacken werden. Die hier zubereitete Menge reicht für eine Kastenform der Größe 25 cm. Damit das Bananenbrot beim Backen jetzt nicht wild aufreißt, backe ich es zuerst einmal nur 20 Minuten, bis sich auf der Oberfläche eine Haut gebildet hat. Nach 20 Minuten schneide ich den Kuchen einmal längs durch und backe ihn noch weitere 40 Minuten. Um sicherzugehen, dass das Bananenbrot auch wirklich durchgebacken ist, solltet ihr nach so ungefähr 60 Minuten unbedingt eine Stäbchenprobe machen. In diesem Fall bleibt das Stäbchen sauber, das heißt also, er ist fertig. Das Bananenbrot ist genau so, wie es sein muss. Es ist weich, es ist locker und vor allem saftig, ohne klitschig zu sein. Ich hoffe, auch dieses Video hat euch gefallen. Falls ja, dann vergesst bitte nicht, das Video zu liken und zumindest mit einem Emoji zu kommentieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!